Willkommen zurück im neuen Video. In diesem Video wollen wir uns mit der Erstellung einer Regel- oder auch YAML-Datei beschäftigen, die wesentlich komplexere Suchen zulässt, als es die einzelnen Tags im GUI ermöglichen. Wir hatten ja in den letzten Videos uns diese Regeln angelegt, einmal für Auto, für Rechnung und für Versicherung. Ich möchte nochmal demonstrieren, was passiert, wenn zum Beispiel in einem Dokument mehrere Suchbegriffe vorkommen. Dazu habe ich im Input-Ordner unseres Default-Profils hier diese Dokumente eingefügt, einmal Auto, einmal Rechnung und Versicherung und zusätzlich ein Dokument mit dem Inhalt oder dem Namen Rechnung Auto, was natürlich auch dann den Inhalt der Suchbegriffe hat, Rechnung und Auto. Ja, ihr achtet mal auf die Reihenfolge, es steht zuerst Rechnung und dann kommt Auto. Wir starten einfach mal unseren Suchlauf. Der Suchlauf ist abgeschlossen und jetzt sollten wir in unseren Verzeichnissen die entsprechenden Dokumente finden. Und da haben wir sie auch. Das ist einmal unter Auto, Auto logischerweise, unter Rechnung, Rechnung und unter Versicherung, Versicherung. Und zusätzlich das Dokument bzw. die Datei mit beiden Suchbegriffen. Von vorhin gesehen. Jetzt sieht man auch die Reihenfolge der Benennung. Er benennt die Datei so, wie er die Suchbegriffe im Dokument findet, und zwar genau in dieser Reihenfolge, unabhängig vom Dateiverzeichnis. Um letztendlich solche Dinge dann später ausschließen zu können mit Ausschlussregeln, benötigen wir eine YAML-Datei oder Regeldatei und diese erstellen wir jetzt. Und dazu müsst ihr eure Suchbegriffe nicht löschen, sondern wir können diese gleich in die erste Regeldatei übernehmen. Für alle die hier noch nichts eingetragen haben und gleich mit einer Regeldatei starten wollen, dann wird natürlich diese Regeldatei leer sein. Das zeige ich gleich nochmal. Also wir erstellen die Datei und die wird natürlich jetzt in den Ordner, Input-Ordner in dem Fall angelegt zum entsprechenden Profil. Das sieht dann so aus. Bei mir das Default-Profil in dem Verzeichnis. Wir schauen dort mal rein in den Input-Ordner des Default-Profils. Finden jetzt hier die Regeldatei, das ist diese. Und die öffnen wir einfach mal. Im ganz oberen Bereich findet ihr die Ausfüllhilfen. Ganz wichtig ist, egal wie ihr die Datei ändert, diese Zeile muss drin bleiben. Und jetzt findet ihr hier, wie auch in den anderen Videos beschrieben, die schon etwas älter sind, die entsprechenden Parameter, die verwendet werden können. Und es ist dort auch immer der Syntax beschrieben, welche Variablen sie zulassen, beziehungsweise was eingetragen werden kann. Dann habt ihr eine Beispielregel, die durch die Raute auskommentiert ist. Also alles, was mit Raute drin steht, mit dieser Raute hier vorne, ist auskommentiert. Und dann kommt jetzt schon eure Regel, unsere Regel, die wir in dem Suchfeld für die einzelnen Tags angegeben hatten. Im Einzelnen ist das jetzt hier unser Suchbegriff Auto. Wir suchen also Auto im Search String, geben das als Name als Umbenennungsname ein, als Tag Name und schieben das dann in das Verzeichnis Volume 1 Dokumente Auto. Und das natürlich für alle drei Suchbegriffe. Nochmal, der Tag Name ist der Name oder Suchbegriff, der zuvor in dem Feld zu suchende Text stand. Für alle, die keine Suchbegriffe im Dokument gehabt haben, würde das leer sein und es würde hier unten nichts drin stehen. Wir schließen das mal. So, das ist jetzt eigentlich das ganze Hexenwerk zum Thema einer YAML-Datei, zur Erstellung. Die Befüllung der YAML-Datei, da schaltet euch bitte die alten Videos mal an. Ich stelle euch hier die Beschreibung mal ein oder zwei Beispiele mit ein, wie diese YAML-Datei aussehen kann. Und ja, das soll es wieder mal gewesen sein für den Moment. Bis dahin, ciao.